Hi und willkommen zu einem neuen Video hier auf We Are Cyclists, Our Cycling Adventures. In diesem Video geht es um einen zweiten Orbit, den ich 2021 gefahren bin, den Jupiter Jumping Hills Orbit im Allgäu. Ihr fragt euch, was ein Orbit ist? Schaut euch meine erste Route, den Apollo Alpen Orbit an. Da habe ich es kurz und knapp erklärt. Meine Route hatte mich am Vortag ungefähr 8 Kilometer hinter die Stadt Izny geführt. Übernachtet habe ich auf über 1000 Meter Höhe. Mein Startort des Orbits ist in den Bergen bei Izny im Allgäu. Dann ging es über Kempten und Sonthofen zum südlichsten Punkt auf dem Orbit nach Oberstdorf. Nach einer kurzen Pause führte mich der Weg nach Innenstadt und dann zurück nach Izny und den Weg wieder hinauf zu meiner Hütte. Mit 3400 Höhenmetern war das ein ordentliches Stück Arbeit mit dem ganzen Bikepacking-Kram am Rad. Bald gibt es ein Video von meiner kompletten Orbit-Bikepacking-Tour. Abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Jetzt aber genug mit den Daten. Viel Spaß beim Video. Guten Morgen. Das war die erste Nacht draußen in der Hütte. Das war mein Schlafplatz. Auf so einer Bank habe ich geschlafen. Hat von der Breite gerade so gepasst. Aber war vielleicht nicht ganz optimal. Ich habe nicht so gut geschlafen, aber es ging. Ich musste in die hinterste Ecke, weil die Hütte halt offen ist von zwei Seiten. Und ich nicht wusste, wie vielleicht Wind und Regen oder sowas da reinkommt. Aber naja, hat funktioniert. Dafür habe ich eine Aussicht heute Morgen. Heute Nacht war es nicht windig, aber es hat mal geregnet. Und vor allem war es neblig und es hat geblitzt und gedonnert. Also nicht hier direkt, sondern irgendwo, ich glaube da hinten. Aber durch den Nebel war halt der ganze Himmel da hell. Das war schon krass, aber halt nicht so gut zum Schlafen. Naja. Ja, ich bin eine halbe Stunde zu spät aufgewacht. Aber wie immer. Egal, ich mache jetzt erstmal Frühstück, dann packe ich meinen Kram ein und dann fahre ich direkt los. Dann geht's auf den Jupiter Jumping Hills Orbit. Schauen wir mal, wie es so wird. Ich glaube, es sind 190 Kilometer oder sowas. Halt schade, dass es geregnet hat, aber das passt schon. Naja, dann. So Leute, eine Viertelstunde später. Das Schiff in den Strömen. Offensichtlich hat das heute Nacht nicht richtig geregnet. Aber hier tropft es jetzt rein. Und da, wo ich geschlafen habe, tropft es auch ans Fußende quasi. Da auf die Bank tropft es. Ja, Mann, da bin ich gleich wieder nicht so motiviert. Ich check mal den Wetterbericht, das Wetterradar, ob das jetzt gleich vorüberzieht oder ob ich da jetzt reinfahren muss. Eieiei. Der starke Regen war zum Glück nach kurzer Zeit wieder vorbei und es kam sogar etwas Sonne raus. Nichtsdestotrotz behielt ich die Regenjacke an, denn mich erwartete gleich eine längere Abfahrt und außerdem war durch den vielen Regen am Vorabend, in der Nacht und am Morgen alles sehr nass und aufgeweicht. An einigen Stellen musste ich deshalb in den Abfahrten schieben, weil es einfach zu schlammig und rutschig war und ich mich nicht direkt am Anfang der Tour hinlegen wollte. Nach den ersten Anstiegen, die mir teilweise schon so einiges abverlangten, war ich nun warm gefahren und erreichte bald Kempten, welches der eigentliche Start- und Zielort des Allgäu-Orbits war. Ich brauchte ein zweites Frühstück und fand einen Bäcker direkt an der Strecke gelegen. Das Unwetter vom Vorabend hatte auch hier seine Spuren hinterlassen. Ja, einhändig durch Schlamm und Matsch war keine gute Idee und ich blieb hängen. Ich hatte so ein Gefühl, dass das heute nicht das letzte Mal gewesen sein würde.
Achtung! Achtung! Danke sehr. Auf schnellen Wegen und coolen Trails ging es weiter in den Süden zu den größeren Bergen. Viele schöne Ausblicke, schöne Abfahrten und eine quietschende Bremse begleiteten mich bis Sonthofen und dann weiter bis nach Oberstdorf. An der Skiflugschanze in Oberstdorf machte ich Pause, denn es war Mittagszeit und ich hatte mega Kohldampf. Außerdem konnte ich die Energie für den Rückweg gut gebrauchen. Das Wetter hielt ganz gut durch. Es sah zwar ab und an nach Regen aus, aber ich blieb von oben trocken. Kurz hinter Innenstadt, auf dem Berg oberhalb vom großen Alpsee, begrüßte mich sogar die Sonne und gab mir ein ganz anderes Bild von der Gegend. An dieser Stelle gab es für mich kein Weiterkommen mehr. Ich musste den Berg hinaufschieben und versank bei jedem Schritt knöcheltief im Schlamm. Der Weg war durch lauter Baumstämme nicht mehr passierbar und so suchte ich mir eine Alternative. Zack, Baum geknutscht. Naja, zum Glück war nicht mehr passiert. Die letzten Kilometer genoss ich den schönen Sonnenuntergang und machte mich für den letzten Aufstieg des Tages bereit. Denn ich schlief in der gleichen Hütte wie zuvor und die war ja oben auf dem Berg. Schaut demnächst mal wieder rein, es kommen noch einige weitere Orbit-Videos. Bis dahin, euer Nick. Ciao!